Im heutigen City Update möchte ich gerne hier unten einen Discounter bauen. Ich habe das Gebäude jetzt erstmal hier aufgebaut. Ich habe das hier auf einer umgedrehten Straßenplatte liegen. Ich werde das jetzt einmal so ein bisschen drehen, um euch das zu zeigen. Es soll jetzt keine großartige Setvorstellung werden, absolut nicht. Nur ich will euch zeigen, was auch gemacht werden muss. Also ihr seht hier hinten, das ganze Ding ist offen. Ich muss hier eine Wand einziehen, eine weiße. Ich glaube, dieses Büro lasse ich wahrscheinlich von oben offen. Das ist ja manchmal tatsächlich so. Aber das muss auf jeden Fall zu sein. Dann möchte ich das Dach von unten beleuchten. Da komme ich gleich aber auch nochmal zu. Ich muss das Kabel außen herführen, werde das so ein bisschen mit Efeu verdecken. Und damit ist das Ding auch schon erstmal erledigt. Was total interessant ist, ist diese Geschichte hier mit dem Dach. Ihr seht, das ist wirklich ziemlich leicht gebogen. Ich glaube, man kann es einigermaßen sehen. Interessant ist aber, wenn ich es festklicke, man kann es super gut festklicken, das klappt. Es dauert nur ein paar Sekunden vielleicht, dann springt das Ding hoch. Mal sehen, ob es gleich noch passiert. Ja, zu den Figuren, das sind diese hier. Die sind ein bisschen einfach, man hört es auch. Sehr einfaches, ja, Plastik, sage ich mal. Ich werde nicht alle benutzen, vielleicht diese Mitarbeiter, weil sie diese schöne Uniform anhaben, mehr auch nicht. Was absolut der Witz ist, ja, ein Einkaufswagen ist mit dabei. Konnte ich mir natürlich nicht gefallen lassen so, also habe ich ein paar gebaut, diesmal aber halt in Gelb und auch ein paar zusammengeschobene Einkaufswagen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn die dann hier in diesem Teil, nämlich dann hier drin stehen. Ja, so mein Ziel erstmal. Ich glaube, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um die Rückwand hier und um die Beleuchtung. Die muss ich auch noch irgendwie machen und das Dach hier irgendwie gerade kriegen. Ich möchte hier gerne das Ganze auch in schwarz halten auf jeden Fall. Das heißt so mit Teerpappe quasi. Und man könnte natürlich auch hier die Begrünung lassen, aber ich finde das mit Teerpappe irgendwie besser. Und ich habe halt noch ein paar von diesen großen Fliesen auch, die ich hier in schwarz draufsetzen kann. Und deshalb mache ich das erstmal so. Aber wie gesagt, jetzt erst einmal hier hinten zu dieser Wand hier. Ich habe mal ein paar Rückwände vorbereitet. Das sind im Prinzip 3 Teile. Hier das erste Teil, hier habe ich nochmal, das ist also jetzt die Innenseite, ja. Hier habe ich nochmal so einen Gefrierschrank eingebaut, hier eine Bekanntmachung und hier nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Und das Ganze setze ich dann hier so umgekehrt rein. Von außen seht ihr schon den Efeu. Hier oben die kleine Lücke, wo das Kabel dann durchgeht. Das zweite Teil ist auch ganz einfach gehalten. Da geht es wirklich nur darum, hinten die Rückwand zuzumachen und sonst gar nichts. Das kommt hier hin und das letzte Teil, auch ganz einfach gebaut, kommt dann hier hinten rein. Ja, ich würde sagen, ich leg los. Die Rückwand ist jetzt erstmal soweit eingebaut. Hier habe ich die Kabel jetzt entlang gelegt, ja, Efeu drüber und somit ist das Ganze erstmal fertig. Jetzt können wir uns das Ganze mal von innen auch anschauen. Nehme ich mal einmal kurz mit. So sieht das Ganze von innen aus. Und da kann man definitiv leben und ja, finde ich total klasse. Jetzt mache ich mich an das Dach dran. Das wollte ich ja noch in schwarz halten. Also ich finde, das sieht mittlerweile richtig elegant aus, muss ich wirklich sagen. Ich habe nicht nur dieses Dach hier oben schwarz gemacht, ja, mit den Fliesen, sondern auch gleich hier unten weitergemacht. Und ich glaube, so lasse ich das. Mir gefällt das richtig klasse. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn das Dach ab ist. Die Beleuchtung hier im Gebäude ist ziemlich einfach gehalten. Einfach 4 kleine 1x1 Stacks auf das Verlängerungskabel, unten eine 2x4 Plate drauf in Transclear. Und dann ist das auch schon fertig. Man wird da eh nicht viel von sehen. Aber jetzt einmal kurz das Ganze, wenn ich das hier mal anmache. Ja, gut, die Helligkeit erkennt man nicht. Schauen wir uns gleich nochmal im Dunkeln an. Aber ich denke, das ist vollkommen in Ordnung so. Mit dem Dach hier und vor allen Dingen kann ich es jetzt auch richtig festlegen. Es wölbt sich nichts mehr, weil ich noch ein paar andere Plates gebaut habe. Hier dann noch überall Plates drauf gemacht. Also ich glaube, so sieht das richtig gut aus. So, jetzt einmal hier so ein bisschen im Halbdunkeln, fahre ich mal so ein bisschen hier um das Gebäude rum. Ja, das mit der Beleuchtung ist definitiv ausreichend, das ist absolut hell genug. Wir wollen das Ganze ja auch nicht übertreiben. Die Kabel sieht man aus diesem Winkel absolut nicht, höchstens wenn ich mehr von unten filme. Jetzt sieht man es, ja. Aber ich finde den Blick, auch wenn man hier jetzt reinguckt, das sieht doch so richtig nach Discounter aus. Mir gefällt das
Richtig, richtig klasse. Ja, irgendwie muss natürlich auch noch eine Laterne dahin und so weiter und so fort, ein bisschen Außenbeleuchtung. Aber das Projekt ist ja auch nicht ganz so klein. Ich mache jetzt erstmal wieder das Licht an und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier so ungefähr stehen soll. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Laut Plan sollte ja an dieser Stelle ursprünglich der Jazzclub von Lego stehen, aber wir haben noch ein bisschen Platz hier und das ist definitiv möglich, dass wir hier noch was hinzaubern. Sonst kommt er auf jeden Fall woanders hin. Das ganze Ding ist jetzt erstmal so drin, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und wir werden tatsächlich hier diesen ganzen Platz hier wirklich ausnutzen. Also wirklich bis hier vorne hin. Das ist eine Riesenfläche, aber die müssen wir haben. Was ich noch nicht gemacht habe, klar, die Straße eingefügt, hier weiter den Parkplatz gefliest. Das muss alles noch gemacht werden. Werde ich in dieser Runde nicht schaffen, denn dieses Gebäude hatte 929 Teile, auch seinen Preis. Ich habe die Beleuchtung eingebaut, ein bisschen im Kopf weiter vorgeplant, wo ich hier noch eine Laterne hinmachen werde. So wahrscheinlich dann tatsächlich hier irgendwo in diesem Bereich. Das sollte es dann aber für den Außenbereich gewesen sein, denn der Rest macht hier die Straße. Und das Gebäude gibt ja auch genug Licht ab. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich würde vorschlagen, wir machen ein bisschen Zugfahrten. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ihr seht schon, ich schwenke hier hin. Ja, also nächste Woche, nächste Runde, garantiert hier die Parkplatzfläche und auch hier grob die Straße, damit wir wieder in diese Richtung weiterarbeiten können. Immer schön diagonal aus dem Ganzen rausarbeiten. Ja, und wenn wir das geschafft haben hier in der nächsten Runde, dass wir hier so diagonal erstmal so ein bisschen weitergekommen sind, danach geht es dann auf jeden Fall hier hinten an der Transrapid-Strecke erstmal wieder weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis nächste Woche Donnerstag 18:30 Uhr. Tschüss!